Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich gerne einmal die Frage klären, ob es sich momentan lohnt, Drachen zu machen, und im zweiten Teil vom Video möchte ich euch noch ein paar Strategien vorstellen, die ihr verwenden könnt, wenn ihr allein oder mit Freunden zusammen Drachen macht, um maximalen Profit zu machen. Aber fangen wir erst einmal an, ob es sich denn überhaupt momentan lohnen würde, Drachen zu spawnen. Dafür habe ich eine Rechnung gemacht, die ich euch mal kurz anhand des Rise Dragons erklären möchte. Erst einmal angefangen bei den Augen, die ihr platziert. Da bin ich einmal davon ausgegangen, dass man 2 Stück platziert hat, welche momentan etwa einen Wert von etwas weniger als 1,1 Millionen haben. Der Rise Dragon kann uns dann entweder ein Rüstungsteil, ein Aspect of the Dragon oder ein Enderpad in episch oder legendär droppen. Die jeweiligen Prozente für jeden Drop habe ich hier dargestellt. Um auf den Wert bei den Rüstungsteilen zu kommen, habe ich die durchschnittlichen Verkaufspreise jedes Rüstungsteils nachgeschaut und dann hier unten den Durchschnitt aus allen 4 Teilen gebildet. Bei den Werten für das Aspect of the Dragon und dem Pet habe ich ebenfalls einfach die durchschnittlichen Verkaufspreise rausgesucht. Unser echter Gewinn ist dann der Wert der gedroppten Teile minus die Coins, die wir für die Augen bezahlt haben, und diesen Wert habe ich dann für jedes Item in dieser Reihe eingetragen. Und in der untersten Reihe habe ich dann den echten Gewinn mit den Prozentchancen von oben multipliziert, um auf unseren prozentualen Gewinn pro Teil zu kommen. Und aus diesen 4 Werten habe ich dann die Summe gebildet, um auf den durchschnittlichen Wert zu kommen, wenn wir einen Rise Dragon spawnen, bei dem wir selber 2 Augen platziert haben. Also wenn jemand den ganzen Tag immer 2 Augen platziert und nur Rise Dragon spawnen würde, würde derjenige pro Drachen etwa 14.000 Coins Verlust machen. Die gleiche Rechnung habe ich dann für die restlichen 6 Drachen ausgeführt, wobei ich bei dem Unstable Drachen noch mit einbezogen habe, dass man dort die Scroll zum Dragon Nest bekommt, und diese habe ich einfach wie ein Rüstungsteil mit in die Rechnung einbezogen. Aber um nun zu berechnen, wie viel Gewinn oder Verlust man pro Drachen macht, musste man auch noch beachten, dass nicht alle Drachen die gleiche Spawn-Chance haben, wie ich es hier dargestellt habe. Denn jeder Drache außer der Superior hat eine 14%ige Spawn-Chance und der Superior hat nur eine Chance von 4%. Um nun auf den tatsächlichen Gewinn pro Drachen zu kommen, habe ich also die Durchschnittswerte von jedem Drachen wieder mit ihren prozentualen Spawn-Chancen multipliziert, und aus diesen 7 Werten habe ich wieder die Summe gebildet, und das würde bedeuten, dass man bei 2 Augen im Durchschnitt fast 600k Gewinn machen würde. Dann habe ich hier noch einmal die Werte hingeschrieben, wie viel Coins man pro Drachen Gewinn machen würde, wenn man 1 bis 8 Augen platzieren würde. Dabei kann man sogar sehen, dass man, wenn man nur ein Auge platziert, sogar im Durchschnitt weniger Gewinn macht, als wenn man 2 Augen platziert. Das liegt daran, dass man mit einem Auge maximal 400 Drachenwichtung erreichen kann, wenn man Erster wird. Um aber die Chance auf einen AOTD oder das Pet zu haben, muss man mindestens eine Drachenwichtung von 450 erreichen. Mit 2 Augen kann man ein Drachengewicht von 450 erreichen, aber dafür muss man entweder Erster oder Zweiter werden. Und bei 3 Augen muss man mindestens Dritter werden, um ein Drachengewicht von 450 zu erreichen. Wenn ihr 4 oder mehr Augen platziert, reicht es vollkommen aus, wenn ihr den Drachen einmal Schaden zufügt, und dann habt ihr auch die Chance auf die besten Drops vom Drachen. Aber wie man auch sehen kann, macht man bereits im Durchschnitt Verlust mit Drachen, wenn man 4 oder mehr Augen platziert. Also wäre das Beste wirklich, wenn man immer 2 Augen platziert, aber dann muss man sich 100% sicher sein, dass man Erster oder Zweiter wird, da man ansonsten, wie auch hier dargestellt, pro Drachen auch Verlust machen würde. Bei der Berechnung habe ich jetzt natürlich nicht mit einberechnet, dass man auch nur Fragmente bekommen kann, selbst wenn man ein Drachengewicht von 450 erreicht hat, wodurch man im Durchschnitt etwas weniger Gewinn machen würde. Aber als Ausgleich habe ich in die Berechnung auch nicht die Fragmente mit einberechnet, welche man zusätzlich zu den Rüstungsteilen dazu bekommt. Kommen wir nun zu den Strategien. Wenn ihr alleine Drachen macht, ausgehend von den berechneten Werten, wäre es am besten, wenn ihr euch eine Drachenparty sucht, wo jeder 2 Augen platziert und ihr euch sicher sein könnt, dass ihr Erster oder Zweiter werdet. Wenn ihr diese Strategie mit euren Freunden macht, muss euch aber klar sein, dass nur 2 von euch ein Drachengewicht von 450 erreichen können für den besten Loot. Es gibt aber noch ein paar Strategien, wie ihr es mit Freunden schafft, dass jeder aus der Gruppe ein Drachengewicht von 450 erreicht. Ihr könntet beispielsweise eine Drachenparty machen, wo 2 Leute 3 Augen platzieren und einer 2 Augen, wobei ihr euch so absprechen müsst, dass derjenige, der 2 Augen platziert, Erster wird, und die beiden, die jeweils 3 Augen platziert haben, werden Zweiter und Dritter. Eine andere Strategie, bei der jeder 450 Drachengewicht erreicht, wäre auch, dass ihr eine Party macht, bei der einer 4 Augen platziert und die anderen beiden jeweils 2 Augen. Wobei derjenige, der 4 Augen platziert hat, den Drachen nur einmal angreifen muss, und die beiden, die jeweils 2 Augen platziert haben, müssen den ersten und zweiten Platz erreichen. Welche der beiden Strategien ihr wählt, damit jeder aus eurem Team 450 Drachengewicht erreicht, hängt halt davon ab, wie sicher ihr euch sein könnt, dass ihr auch wirklich genügend Schaden macht, um die nötige Position zu erreichen. Neben den Strategien, wo jeder das maximale Drachengewicht erreicht, gibt es aber auch noch eine weitere sehr interessante Strategie, welche sich besonders beim Superior Dragon lohnt,
da es bei der Strategie darum geht, möglichst das komplette Rüstungsset vom Drachen zu droppen. Um das zu erreichen, braucht ihr 4 Leute, einer davon platziert keine Augen und muss auf jeden Fall Erster werden, damit er die Schuhe des Drachen bekommen kann. Wie viele Augen die restlichen 3 platzieren, kann etwas variieren, da man ja für den Helm und die Hose ein Drachengewicht von 350 erreichen muss und für die Brustplatte 400. Eine mögliche Variation wäre, dass 2 Leute 3 Augen platzieren und einer 2 Augen, wobei hier nun derjenige mit 2 Augen mindestens Dritter werden muss, damit er eine Chance auf die Rüstungsteile hat. Diejenigen, die 3 Augen platziert haben, bräuchten den Drachen eigentlich nur einmal anhitten, damit sie den Helm oder die Hose bekommen können. Um auch eine Chance auf die Brustplatte zu haben, müssten sie mindestens unter die Top 15 kommen. Andere Variationen, wie ihr ein vollständiges Set vom einen Drachen als Viererteam bekommen könnt, könnt ihr euch gerne selber ausrechnen. Die nötigen Werte habe ich euch dafür mal hier eingeblendet. Jedes Auge gibt euch 400 Drachenwichtung bis maximal 400 und je nachdem welche Positionen ihr vom Schaden erreicht, erhaltet ihr noch mehr Drachengewicht dazu. Und das benötigte Drachengewicht pro Rüstungsteil habe ich euch hier auch nochmal eingeblendet. Einen kleinen Tipp, den ich euch auch noch geben kann, wenn ihr Drachen macht und ihr 4 oder mehr Augen platziert oder ihr euch sicher seid, dass ihr bereits genügend Schaden gemacht habt, dass ihr das Drachengewicht erreicht habt, was ihr wollt, haut dann nicht weiter auf den Drachen ein, sondern versucht die Crystal Fragments zu farmen, die spawnen, da diese auch jeweils 28.000 Coins wert sind und dann ist der Verlust nicht ganz so groß, wenn ihr mit 4 Augen mal wieder einen Protector Helm bekommen habt. Ansonsten könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr regelmäßig Drachen macht und ob ihr bisher damit eher Gewinn oder Verlust gemacht habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.